Guten Morgen, heute ist Tag Nummer 9 in Kuba. Wir sind nach wie vor in Cienfuegos, sind jetzt gerade aus unserem Hotel raus und in die City, damit wir ein bisschen einkaufen können. Das macht Olga jetzt schon. Ich warte hier bei den Rädern und gestern auf dem Waldweg ist es dann doch irgendwo passiert. Ich habe ein ganz kleines Loch in meinem Hinterreifen. Es war heute ein bisschen Luft draußen, also er ist noch nicht komplett flach, deswegen ist es ein ganz kleines Loch. Das werde ich jetzt suchen und versuchen, den Reifen wieder zu flicken. Mir jetzt eine etwas ruhigere Ecke gesucht in der Fußgängerzone. Gucke ich mal, ob ich das Loch finde. Gut, sehr schön, das war's. Und hier haben wir auch den Übeltäter. Ja, richtig schön fetter Dorn, der sich da richtig schön komplett in den Reifen reingedrückt hat und den dann quasi auch dadurch verschlossen hat. Deswegen ist halt nur so wenig Luft rausgegangen. Den rausgezogen, da war ein riesiges Loch natürlich im Schlauch. Aber wunderbar, ich musste den Reifen nicht mal rausnehmen, ich konnte das einfach so flicken. Sehr schön, das hat gut geklappt. Olga hat in der Zwischenzeit schon ein Karton Bananen, Tomaten gekauft. Sehr gut, 1 Kilo Tomaten. Und jetzt steht sie da gerade gegenüber bei der Post, um uns so eine, wie heißt das jetzt, Tarjeta de Navigación zu kaufen. Das ist so eine Internetkarte quasi. Also es gibt halt in ganz Kuba, wie wir auch schon erzählt haben, diese Wi-Fi-Spots. Und dann loggt man sich da einfach ein und dann hat man Zugang zum Internet. Und dann kann man das auch unterbrechen und dann kann man sich beim nächsten wieder einloggen. Das ist quasi, im ganzen Land braucht man diese eine Karte und da ist halt ein gewisses Guthaben drauf. Damit kann man dann surfen und wir hoffen, dass es jetzt klappt. Mal sehen. Und quasi jede Karte ist eine Stunde, kannst du aufteilen, so viel du willst. Wir haben jetzt 5 Stunden Internet. Naja. Und sie bräuchte das Passport. Ich habe mich gewundert, wieso das beim allen so lange dauert, weil die für irgendwie dich so eine Art Account oder so einrichtet und jede einzelne Seriennummer da eintippt. Internet! Okay, alle Besorgungen gemacht. Bisschen Nudeln noch eingekauft. Bisschen Gemüse haben wir. Ja. Haben wir Haferflocken? Nein, aber es reicht, was wir haben. Reicht? Der zweite Tag. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Aus Cienfuegos wieder raus. Und weiter Richtung Osten quasi. Mal sehen, was heute noch anliegt. Perfekt, wir haben jetzt gerade eben sogar noch einen größeren Markt gefunden. Da konnten wir noch ein bisschen weiteres Gemüse einkaufen. Wir haben jetzt Kohl und Paprika und Gurken und Zwiebeln und Tomaten. Jetzt eben gerade noch eine Ananas gekauft und halt das ganze Trockenzeug, also Nudeln und Reis haben wir auch. Gestern Abend haben wir auch noch so Erdnussriegel gekauft und Erdnussbutter und ein Brot. Ja, wir sind wieder richtig gut ausgestattet, weil die letzten Tage war es doch schon etwas schwieriger als erwartet, muss man schon sagen. Also in diesen ganzen kleinen Dörfern am Strand, da gab es so gut wie gar nichts. Und auch gestern Abend in Cienfuegos, wir haben nachher noch ein bisschen Brot mit Erdnussbutter gegessen und eine Portion Pommes haben wir nachher auch noch gefunden. Aber in der City irgendwie Gemüse zu finden,
Oder halt eine einfache Cafeteria, wo es dann Reis mit Bohnen gibt oder so, keine Chance. Es war mehr halt für die Touristen ausgelegt. Teure Restaurants halt irgendwie mit Pizza oder Hamburgern oder irgendwie so einem Zeug, worauf wir natürlich keinen Bock haben. Ja, aber jetzt sind wir erstmal wieder gut ausgestattet. Nächste Etappe sind jetzt 3 Tage eigentlich bis Trinidad. Das ist dann die nächste größere Stadt. Da werden wir auf jeden Fall auch wieder Vorräte auffüllen können. Deswegen denke ich, jetzt wird es uns die nächsten Tage erstmal wieder ganz gut gehen. Zumindest ja, was das Essen angeht. Sonst geht es uns natürlich auch gut. Ja. Und wir haben Internet. Juhu. Endlich hatten wir mal wieder Internet. Das ist auch schon verrückt. Das realisiert man auch so im normalen Leben irgendwie, im normalen Alltag überhaupt nicht. Wie sehr man doch irgendwie so am Internet hängt, irgendwie, wenn man halt eine SIM-Karte hat oder so. Guckt man immer mal irgendwie kurz rein, googelt irgendwas. Was weiß ich, sucht irgendwelche Infos oder ja, scrollt halt einfach durch Facebook oder was weiß ich. Und jetzt hier haben wir, ja, eigentlich so gut wie nie Internet. Jetzt halt mit diesen Karten. Halt aber auch nur an diesen Wifi-Plätzen. Das heißt abends so im Zelt oder im Hostel oder so auch nicht. Was halt auch ganz nett ist, da ein bisschen minimalistischer unterwegs zu sein. Ein bisschen mehr Zeit zum Lesen zu haben und so weiter. Ja doch, ist schon gut. Gefällt mir ganz gut, muss ich schon sagen. Mega, wir haben jetzt noch so einen kleinen Obststand hier gefunden. Ja, ein Mann, der hier irgendwie sein Obst aus dem Garten verkauft oder so. Ziemlich geile Sachen. Bananen haben wir gekauft, Cherimoyas haben wir jetzt gekauft. Hier hat er noch kleine Mangos. Das weiß ich auch nicht, was das... Keine Ahnung, was das ist. Das auch irgendwas anderes. Dann Tamarinos. Hier, wie heißt das? Tamarinde? Und die Dinger sehen auch abgefahren aus, oder? Können wir gleich einen von probieren. Halb eins Mittag, die Sonne knallt wieder wie sonst was. Richtig warm. Wir haben hier so eine schöne Bushaltestelle gefunden und ja, wir machen Mittagspause. Wir machen uns gleich Sandwiches, Brot mit Tomaten, Gurken und das Erdnussbutter. Ja, haben wir auch noch. Ja. So, versuchen zu retten, dass wir sie auch morgen früh zum Frühstück noch haben. Ja. Die fallen jetzt hier schon auseinander. Wir tun sie in die Box rein. Unsere Gemüsebox. Geil. Che approveche. Also, folgendermaßen sieht es aus. Meine Eltern sind auch gerade auf Kuba und der Plan war eigentlich, dass wir uns in ungefähr in 2 Wochen in Santiago de Cuba treffen und dort eine Woche gemeinsam verbringen und Urlaub machen. Und auch war der Plan, dass wir uns möglicherweise übermorgen in der Stadt Trinidad auch schon kurz treffen, weil sie da quasi auch am gleichen Tag einen Stopp machen und wir kriegen das auch hin, da anzukommen. So, aber jetzt habe ich gerade eine Nachricht von meinem Vater bekommen, dass, wie es aussieht, die Reise wohl irgendwie abgebrochen wird. Ich weiß nicht so ganz genau. Er hat nur geschrieben, dass sie möglicherweise die Reise nicht fortsetzen dürfen. Und ja, höchstwahrscheinlich halt oder ziemlich sicher wegen dem Coronavirus. Das hat er nicht explizit geschrieben, aber ich gehe sehr stark davon aus. Sie waren die ganze Zeit auch nur zu dritt in dieser Reisegruppe, was halt auch schon ein Anzeichen dafür war, dass halt doch deutlich weniger Leute jetzt verreisen. Und
Nummer 3 war halt eine Schweizerin und die hat jetzt heute wohl irgendwie die Reise abgebrochen und fährt zurück in die Schweiz. Und ja, wir wissen nicht so ganz genau, wie der Stand der Dinge ist. Das Problem ist halt, mein Papa hat mir eine SMS geschrieben und ich habe natürlich kein Guthaben auf meinem auf meinem Telefon, um ihm zurückzuschreiben. Ja, scheiße. Und dementsprechend versuchen wir jetzt so schnell wie möglich in die nächste Stadt zu kommen. Oder ins nächste Dorf. Also es sieht nicht so groß aus, aber vielleicht haben wir Glück und bekommen da Internet, damit wir mit meinen Eltern in Kontakt treten können. Um herauszufinden, ja, wie der Stand der Dinge ist, was sie halt auch machen. Ja, keine Ahnung. Mein Papa hat schon geschrieben, möglicherweise ist es die einzige Möglichkeit jetzt noch in Trinidad uns da zu treffen, sofern sie da noch irgendwie hinkommen. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen Internet und müssen mit denen in Kontakt kommen. Erst dann können wir genau wissen, wie es weitergeht, was jetzt genau passiert, ob wir uns sehen, ob wir uns nicht sehen. Wir sind im nächsten Dorf angekommen, La Sierrita, und ja, hier gibt es so einen WLAN-Spot halt, wo wir mit unserer Karte uns einloggen konnten. Das hat also wunderbar geklappt. Und ja, ich habe meinen Eltern eine Nachricht geschickt. Die haben jetzt im Moment leider kein Internet, deswegen haben wir noch keine Rückmeldung bekommen. Also wir werden morgen Mittag dann wahrscheinlich erfahren, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, es wird alles gut. Ich hoffe, es wird alles klappen. Wir fahren jetzt weiter in die Berge hinein. Das ist unsere Straße, ein bisschen flach noch, und dann heute Abend und morgen geht es ein bisschen bergauf. Morgen dann schön durch die Berge. Ein paar schöne Landschaften, ein paar Wasserfälle und so weiter, glaube ich, erwarten uns. Ja, sehr schön. Ah ja, hast ein großes Wasser noch gekauft? Ja, in den Läden hier auf Kuba Auswahl. Entweder gibt's was oder gibt's nicht. Es gab nur großes Wasser. Das geht gleich zusammen. Genug für heute. Hier bin ich eben reingegangen. Da gibt es einen guten Platz für unser Zelt. Da werden wir heute Nacht schlafen, uns ausruhen und morgen dann mit frischen Kräften den restlichen Berg hochfahren. Das ist eine gute Etappe für morgen früh, denke ich, mit frischen Kräften. Und ja, dann hoffen wir, dass wir morgen gute Neuigkeiten von meinen Eltern bekommen. Mal sehen, ja. Mal sehen. Hoffentlich wird's gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, weiß ich auch nicht. Lasst einen Daumen da, genau. Schreibt uns in den Kommentar, dass alles gut wird mit unseren Eltern, mit meinen Eltern, dass wir die treffen. Ja. Ja, schon sehr emotional alles hier. Schon, ja, wir haben uns da echt lange drauf gefreut. Aber gut, wir gucken erstmal morgen, wie es wird. Hasta mañana. Ciao.